Wollt ihr einmal wissen, wie ihr diesen köstlichen und aber auch fluffigen Quarkstuten mit der selbst hergestellten Trockenhefe backt? Na, dann zeige ich euch das gerne. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Schaut mal, ganz einfach zu machen. Ich habe hier Dinkelmehl und noch ein bisschen Zucker. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video. Dann noch ein bisschen Salz. So. Und dann habe ich hier mein Hefewasser bzw. aus meinem Hefewasser Trockenhefe hergestellt. Wie das funktioniert, verlinke ich euch oben rechts. Auch nochmal eben eine Playlist, was das Hefewasser überhaupt ist. Diese trockenen Zutaten vermenge ich schon mal ein bisschen miteinander. Das ist super einfach zu machen und wirklich ganz, ganz schnell. Wichtig, weil das Trockenhefe ist, müsste man es ja theoretisch wie bei einem trockenen Sauerteig das erst einmal reaktivieren. Ich wollte es jetzt mal testen, ob es auch ohne geht. So, hier habe ich jetzt nochmal einen kleinen tiefen Teller und gebe da schon mal die flüssigen Zutaten hinzu. Und das vermenge ich jetzt erst einmal. Dies war ein Rezeptewunsch einer Abonnentin. Ich freue mich sehr, dass ich das endlich erfüllen kann. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zu Sauerteig, Lievete Matro, aber auch vor allem zum Hefewasser, dann lasst es mich gerne einmal in den Kommentaren wissen und ich schaue, dass ich es schnellstmöglich dann umsetze. Nicht jeder Wunsch kann immer sofort umgesetzt werden. Ich gebe mir aber wirklich die größtmögliche Mühe, das innerhalb der 3 Videos pro Woche dann zu gestalten. Und hier möchte ich mich auch nochmal ganz recht herzlich bei meinen Mitgliedern bedanken. Es ist wirklich fantastisch, dass ihr mit dabei seid und ich arbeite noch an eurem Goodie, das hatte ich euch ja versprochen. Hier füge ich jetzt erst nochmal den Quark hinzu. Da könnt ihr ganz normalen Magerquark nehmen. Solltet ihr vielleicht den 40%igen haben oder so, dann könnt ihr auch den selbstverständlich verwenden. So, und was ich noch sagen wollte, ich wollte mich wirklich bedanken, dass ihr da seid. Ihr unterstützt mich wahnsinnig und nur durch euch ist es möglich, dass meine Videos immer besser werden und dass es immer mehr möglich ist. Vielen lieben Dank. Wenn du auch was zur Mitgliedschaft wissen willst, wie du mich unterstützen kannst, um die Videos einfach wirklich noch besser werden zu lassen, dann schau einmal unter diesem Video, da habe ich dir das selbstverständlich verlinkt. Und auch wenn hier Fragen sind, meldet euch gerne bei mir. So, und ich zeige euch jetzt mal hier in Zeitraffer, wie ich diese flüssigen Zutaten miteinander vermenge. Ihr könnt das theoretisch auch alles zusammen in eine Küchenmaschine geben. Ich hatte an dem Tag wirklich so viel gebacken, dass ich nichts mehr übrig hatte und deswegen war ich wirklich gezwungen, das von Hand zu machen. So, und hier habe ich noch ein bisschen Butter. Die war noch recht kalt und da ich sowieso gerade was gebacken hatte, habe ich die noch mal für kurze Zeit in den heißen Backofen gegeben. So, selbst wenn die Butter noch ein bisschen fest ist, ist das auch nicht schlimm. Ich zermansche sie jetzt noch mal ein bisschen mit der kleinen Gabel und später, wenn dann der Teig ein bisschen aufgegangen ist, dann hat sich das sowieso erledigt, dann ist die Butter eh weich geworden. So, dann habe ich jetzt hier meine trockenen Bestandteile und dazu gebe ich jetzt meine Quark-Eiermasse einfach hinzu. Wie gesagt, so ein paar Stückchen sind da noch, die stören überhaupt nicht und ihr könnt das selbstverständlich auch in eurer Küchenmaschine machen. An dem Tag hatte ich aber wirklich komplett alles belegt und daher musste ich wirklich auf Handbetrieb zugreifen. Ich muss mir wirklich noch einige Schüsseln zulegen. So, aber das ist so ein einfacher Teig, da macht es mir überhaupt nichts aus, das eben mit der Hand zu machen. Hier könnt ihr es sehen, also wirklich einfach und unkompliziert. Selbstverständlich könnt ihr auch Weizenmehl nehmen. In jedem Fall, wenn ihr das mit der Küchenmaschine oder vielleicht auch mit dem Handrührgerät macht, dann achtet bitte darauf, dass ihr bei dem Dinkelmehl nicht länger als 5 bis 8 Minuten diesen betätigt. Bei Weizenmehl kann das ruhig länger sein, so 10 bis 15 Minuten. So, und die spannende Frage ist natürlich, muss ich die Trockenhefe reaktivieren oder kann ich sie einfach so in die Teige geben? Die Lösung erfahrt ihr später. Ich decke meinen Teig jetzt erstmal ab und lasse ihn bei Zimmertemperatur aufgehen. Natürlich abgedeckt. Und so schnell wie dieser Herr aus der Rutsche geschossen ist, so schnell geht das auch tatsächlich mit diesem Quarkstuten. Das heißt, 24 Stunden später ist der Teig schön fluffig aufgegangen. Schade, dass man das in dieser Schüssel leider nicht sehen kann, aber es hat tatsächlich geklappt.
Das heißt, ich brauche meine Trockenhefe gar nicht reaktivieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das mit Trockensauer? Ich stelle ja manchmal Dinge in Frage, auf die anscheinend noch keiner gekommen ist oder die sich eher wahrscheinlich keiner getraut hat zu fragen. Denn muss man tatsächlich ein Trockensauer reaktivieren? Das würde mich interessieren und ich glaube, das werde ich auch nochmal ausprobieren. So, ich falte meinen Quarkstuten jetzt ein bisschen. Ihr könnt hier natürlich noch ein bisschen Mehl zugeben. Ich lasse das jetzt einfach so und wirke ihn jetzt noch mal so ein bisschen wie mein Toastbrot und dann ziehe ich den noch mal über die Arbeitsfläche. Dadurch sorge ich einmal dafür, dass ich ihn in die Länge ziehe und zum anderen sorge ich dafür, dass die Oberfläche ein bisschen glatter wird. So, die gefettete Form steht schon parat, da kommt der rein. Und dann lasse ich ihn noch mal so 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur stehen. Ich decke ihn gleich noch mal ein bisschen ab und kann währenddessen schon mal den Ofen vorheizen. 200 Grad Ober-Unterhitze. Eine Schüssel Wasser kommt natürlich auch noch unten auf den Backofenboden. Tja, und dann? Tja, sogar diese Palette wurde schneller angeliefert, aber trotzdem, nach nur 30 bis 35 Minuten ist dieser leckere Quarkstuten dann aus dem Ofen gekommen. Ich habe ihn beim Hineinschieben auf der mittleren Schiene nochmal eben mit Wasser besprüht. Und er war wirklich wahnsinnig heiß und noch sehr, sehr weich. Und dann, oh nein, ist es oben mir nochmal festgehangen in dem Gitter. Ich habe das in der Mitte nochmal eben eingeritzt. Das noch kurz zur Erklärung. Das hatte ich jetzt nicht gefilmt und gezeigt. Also einfach nochmal kurz mit dem Messer in der Mitte einmal durchgehen. Oh, Gott sei Dank gerettet. Ich sag euch, das ist für mich immer sehr nervenaufreibend. Lasst diesen Stuten wirklich in Ruhe abkühlen. Gebt ihm Zeit. Oh, und ich freue mich schon so sehr. Wenn dir das Video gefällt und du noch mehr leckere Rezepte und Informationen von mir haben willst, dann gib mir noch einen Daumen hoch und vor allem abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du immer nämlich als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So, und jetzt zeige ich dir das Ganze von innen. Also, wir waren sehr begeistert und er war wahnsinnig fluffig. Habt ihr da noch weitere Rezeptwünsche oder Ideen? Dann lasst es mich gerne wissen. Ich schneide jetzt hier schön diesen Quarkstuten auf. Ich habe übrigens schon mal einen Kürbisstuten gemacht. Auch richtig, richtig lecker. Den verlinke ich euch oben rechts. Und wenn ihr dieses Rezept mit dem frischen Hefewasser nachbacken wollt, weil ihr vielleicht keine selbst hergestellte Trockenhefe da habt, dann nehmt ihr einfach 100 Gramm Dinkelmehl mehr oder jedes andere Mehl natürlich und ersetzt 2 der Eier durch Hefewasser. Das heißt, ihr nehmt dann 100 Milliliter Hefewasser. Ich freue mich schon sehr auf eure Kommentare und auf dem Bildschirm seht ihr viele weitere Videos für euch. Liebe Grüße, eure Emma.